Wir bauen eine Modellbahn von Null auf und in dieser Episode sind wir schon so weit, dass wir die Signale und die Weichen digital schalten können. In der letzten Episode habe ich schon gezeigt, wie wir so eine Weiche elektrisch und digital schalten. Da ist jetzt ein Weicheneinbaudecoder drin und ein Weichenantrieb, und die ist so gebaut, dass man diese Weiche auch immer wieder aufräumen kann. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf dem Teppichboden mit der Anlage spielt, dann kann man die Anlage auch immer wieder abbauen, denn hier unten ist der Decoder drin mit dem Weichenantrieb, so dass man das auch wieder wegräumen kann. Und genau das Gleiche machen wir jetzt auch mit den Signalen. Ich habe mal ganz viele Signale mitgebracht, die man von Märklin kaufen kann, und auch dieses Signal, das hier jetzt schon steht, das ich jetzt mal angeschlossen habe, kann man ganz leicht einfach unter die Weiche, beziehungsweise nicht unter die Weiche, aber unter das Gleis klicken. Da gibt es dann hier so eine kleine Platte, und die kann man dann direkt unter dieses C-Gleis drunter machen. Ich mache das mal ganz kurz hier an der Seite. Also andersrum, so rum. Und dann liegt die Platte hier schon mal auf, und jetzt können wir das Signal hier einfach reinschieben, je nachdem auf welcher Seite vom Gleis das stehen soll, ne? Und dann ist das hier auch fest verbunden mit dem, einmal reinklicken, und dann ist es mit dabei. So andersrum, weil, geht aber in beide Richtungen, glaube ich. So, jetzt ist es fest, und jetzt kann man das hier auch dementsprechend abbauen mit dem Gleis und kann es wieder aufräumen und kann es dann zum Beispiel ins Regal stellen, bis man das nächstes Mal wieder mal seine Bahn aufbauen möchte. So, was haben wir jetzt für Signale? Hier gibt es eine ganze Menge, die ich mitgebracht habe, denn es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Dingen, die man quasi, wenn man in der echten Bahn auch fährt, beachten müsste. Wann darf ein Zug eigentlich wohin fahren? Ich habe jetzt mal dieses Signal mitgebracht, und ihr seht, ich habe ein zweites mit dabei. Das sieht fast genauso aus, nur dass das eine jetzt einen Flügel hat und das andere hat hier zwei Flügel. Ne? Und dann habe ich noch ein weiteres mitgebracht. Hier zum Beispiel, das sieht aus wie so eine kleine Kelle unten. Das hat auch wieder zwei so kleine Dinger dabei. Und ich habe noch mal hier eins, das ist ein bisschen simpler. Das hat wieder nur eine so eine Scheibe vorne, die dann eben angezeigt werden kann. Und es gibt natürlich auch moderne Signale, wie zum Beispiel solche hier. Das sind dann Lichtsignale. Und hier seht ihr auch gleich zwei Signale in einem, nämlich einmal dieses Hauptsignal hier oben, ein Hauptsignal mit einem Lichtvorsignal hier unten. Das heißt, hier würde man auch gleich als Lokomotivführerin und Lokomotivführer sehen, dass man hier nicht weiterfahren darf, weil das nächste Signal auf Rot steht. Na, also das würde man hier an so einem Signal eben sehen. Also eine ganze Menge. Und ich werde euch jetzt mal in diesem Video zeigen, wie man die anschließt und welches Signal auf so einer Bahn an welcher Stelle eigentlich gut aussehen könnte, möglichst vorbildgerecht ist. Wenn ich es nicht hundertprozentig genau erkläre, dann korrigiert mich bitte in den Kommentaren, denn ich bin kein ausgebildeter Lokomotivführer. Ich mache das hier nur an der kleinen Märklin, und ich möchte aber trotzdem nicht, dass ihr sagt, das war jetzt nicht ganz richtig. Also korrigiert es gerne in den Kommentaren. So, also hier, dieses Signal ist ein Hauptsignal. Und dieses Signal kann irgendwo auf der Strecke stehen, wo es keine Weiche gibt. Ich mache jetzt mal die Weiche bewusst weg, damit ihr sehen könnt. Also wenn das irgendwo auf freier Strecke steht, das steht immer rechts vom Gleis, dann würde das hier einfach stehen, und dann weiß der Zug, der muss jetzt hier einfach anhalten, der darf hier nicht weiterfahren. Dann ist unser Signal einfach auf Rot. Zug hält an, braucht man einen Zug, tschu-tschu, nehmen jetzt einfach ein kleines Wägelchen, und der weiß, hier geht es nicht weiter, weil hier ist das Signal auf Rot. Ne? Wenn der Zug durchgefahren ist, grün, schwupp, dann könnte auch hinter dem Zug das Signal gleich wieder auf Rot gehen, weil jetzt ist ja die Strecke hier belegt, weiß der nächste Zug, hier muss ich anhalten. So, jetzt haben wir aber eine besondere Situation, denn jetzt hatten wir ja hier an der Stelle gerade eben eine Weiche. Also brauchen wir dieses Signal an einer ganz, ganz anderen Stelle. Na, das können wir jetzt mal woanders hinlegen. Das können wir jetzt mal dahinter legen dabei. Auf diese Position, weil da ist es ganz gut aufgeräumt. Na, das wäre jetzt unser Hauptsignal, und das könnte jetzt hier auf freier Strecke irgendwo da hinten stehen. Da stellen wir es mal dabei hin, da ist es aufgeräumt. Und jetzt nehmen wir einfach dieses Gleis hier. Jetzt habe ich mich ein bisschen vertan mit den ganzen Gleisen. Das stimmt von der Länge, genau. Das nehmen wir jetzt einfach dahin und nehmen da die Weiche hinein. Und jetzt bräuchten wir hier ein anderes Signal. Jetzt würde dieses Signal mit den zwei Flügeln hier stehen an der Weiche, denn hier haben wir eine andere Situation. Hier könnte der Zug jetzt auch anhalten, weil
entweder hier ein Waggon steht und der Zug darf nicht links abbiegen, oder weil ein weiterer Zug hier vorne noch steht, dann darf der Zug überhaupt nicht fahren und dann wäre das Signal jetzt genau so, wie es steht, richtig eingestellt. Na? Jetzt darf schwuppdiwupp gar nichts fahren. So, wenn jetzt ein Flügel nach oben geht, dann dürfte unser Zug geradeaus durchfahren. Das heißt, jetzt dürfte die Weiche auf grün stehen und dann dürfte der Zug geradeaus durchfahren, wenn der obere Flügel nach oben ist. So, und dann gibt es noch eine weitere Situation. Der untere Flügel ist zur Seite und der obere Flügel ist nach oben. Bedeutet unten nein, oben ja. Und das würde bedeuten, unser Gleis ist hier frei und jetzt darf der Zug langsam fahren und zwar nach links und darf hier auf dieses Abstellgleis rüber. So wäre es dann richtig realistisch und vorbildecht, was wir jetzt hier hätten. Jetzt könnte man theoretisch hier auf der anderen Seite auch noch ein Signal hinstellen. Das würde dann aber nicht so aussehen wie hier, sondern es wäre dann zum Beispiel ein Gleissperrsignal, was man nehmen könnte. Das sieht dann zum Beispiel so aus wie hier, wenn es aus der modernen Welt wäre, was wir hier haben. Dann wüsste man auch, hier geht es nicht rein, da darf ich von da draußen vom Abstellgleis nicht reinfahren. Sowas könnte man auch auf die andere Seite stellen, auf diese Seite hier, dass auch von der Seite kommend so ein Gleissperrsignal steht. Wäre aber eine andere Epoche. Das eine ist ein bisschen älter, ja, aus Urzeiten, ja, aus den Eisenbahner-Vergangenheiten und das andere wäre eben so ein bisschen die Eisenbahner-Gegenwart. Ja, also so würde man das ungefähr aufstellen. Und da gibt es eine ganze Menge an Signalen. Schaut mal her, ich habe noch ein weiteres mitgebracht. Hier sieht man mal so die Gebrauchsanweisung, weil die funktionieren alle sehr, sehr ähnlich, die Signale. Dann sieht man zum Beispiel, das hatten wir jetzt gerade, das ist das wir jetzt gerade eben gesehen haben. Die gibt es mit Gittermast und normalem Mast und dann gibt es die auch nochmal hier kombiniert, sodass man dann eben auch dieses Signal auf diese Seite stellen könnte von der Weiche. Also quasi, wenn das jetzt so rum stünde, dann wird das einfach kombiniert, das wird dann gleich mitgesteuert mit den zwei Flügeln. Ja, also das ist dann ein kombiniertes Signal. Das ist eine Wissenschaft für sich und deswegen ist das auch ein ganzer Beruf, den man da lernen kann als Lokomotivführerin, Lokomotivführer. Also insofern macht das mit den Signalen durchaus eine ganze Menge Spaß, das auch auf der Modellbahn so anzuschließen, dass das dann auch dementsprechend vorbildgerecht ist. So, jetzt habe ich noch ein Signal mitgebracht, das packe ich jetzt mal aus hier. Und zwar ist das ein Vorsignal, denn wenn so eine Lokomotive ein bisschen schneller fährt, dann ist es doof, wenn die irgendwann merkt, oh, da ist ja ein Signal, da muss ich jetzt mal schnell anhalten für eine Vollbremsung. Deswegen gibt es bei der Bahn sogenannte Vorsignale. Und diese Vorsignale sehen dann zum Beispiel so aus wie hier. Das muss ich hier aufmachen. So, ganz vorsichtig. Jo, nochmal. So, da haben wir ein Vorsignal. Und wo würde jetzt das hier stehen? Ne? Das wäre jetzt ein Vorsignal auch für so eine Weichensituation, denn man kann dem Lokomotivführer und der Lokomotivführerin ja schon ein paar Kilometer vorher sagen, ein paar hundert Meter vorher, nämlich zum Beispiel an dieser Stelle, Achtung, da kommt irgendwann ein Signal. Du kannst dich jetzt schon mal seelisch darauf einstellen, dass dieses Signal entweder sagt, da ist komplett rot, oder das Signal sagt, du darfst geradeaus fahren, oder das Signal sagt, du darfst nach links abbiegen. Und genau das hier würde auch dieses Vorsignal hier an der Seite zeigen. Das könnte man also wunderschön jetzt auf einer Anlage hier an der Seite anbringen. So ganz modellgerecht müsste man schauen, wie viel Platz man hat. Das steht ein paar hundert Meter davor. Na, jetzt haben wir hier keine paar hundert Meter im Maßstab, also eine kleine Anlage ist mit einem kleinen Oval. Aber das könnte man zum Beispiel jetzt hier so an der Seite anbringen. Da könnte man noch ein bisschen so eine kleine Böschung drumherum machen. Dann sieht das ganz süß aus. Na? Und die beiden kann man jetzt auch kombinieren. Das heißt, ich kann das auch so einstellen, dass wenn ich später mit meiner Mobile Station die Signale schalte, dass dann beide Signale gleichzeitig geschaltet werden, dass man also sowohl beim Vorsignal als auch beim Hauptsignal dasselbe Signalbild hat. Das kann man machen, indem man die zum Beispiel auf die identische Adresse einstellt. Das wäre dann der einfachste Weg, dass wenn wir jetzt hier draufdrücken auf Rot-Grün, dass dann eben auch beide Signale gleich mitgeschaltet werden. Das können wir jetzt einfach mal machen, weil so schwer ist das gar nicht. Dann kann ich euch bei der Gelegenheit auch mal zeigen, wie man so ein Signal anschließt. So, jetzt habe ich ein bisschen viel ausgepackt gleichzeitig. Das macht nichts. Legen wir das mal kurz an die Seite nach hinten, denn ich hatte von dem ersten Signal noch hier die Packung zur Seite gelegt, weil da ist noch eine ganze Menge drin, was ich auch schon zur Seite gelegt hatte, nämlich das hier wollte ich euch zeigen. So, also, kein Problem, alles live.
hier haben wir jetzt die Kabel drin für so ein Signal. Und da ist eine ganze Menge an Kabeln drin. Man kann so eine Modelleisenbahn auf unterschiedlichste Art und Weise steuern oder auf unterschiedlichste Art und Weise auch spielen. Die einfachste Möglichkeit ist, ihr schließt das Signal einfach an und es wippt oder es leuchtet und ihr müsst eben selber als Lokomotivführerin, Lokomotivführer sagen, jetzt fahre ich langsamer, jetzt muss ich anhalten. Das wäre so der maximale Spielspaß eigentlich mit dabei, wenn ihr sagt, okay, Signal ist rot, ich nehme meine Mobile Station in die Hand und fahre hier einfach nicht weiter. Ich bremse schön vorbildgerecht ab. Möglichkeit Nummer 2 mit weiteren Kabeln ist, und dann seht ihr hier so Isolierbänder und so Isolierklappen oder so Mittelleiter-Isolierer heißen diese kleinen Dinger. Ihr schaltet einfach den Strom ab. Signal, wumps, geht auf rot, dann darf hier an der Stelle auf dieser Schiene zum Beispiel davor, wenn man es hier hinstellen würde, kein Strom mehr sein. Und wenn da kein Strom mehr fließt, dann sagt die Lok, oh, wie soll ich denn weiterfahren? Hab ja keinen Strom mehr. Hält einfach abrupt an. Das ist eine sehr, sehr einfache elektrische Schaltung. Die ist jetzt auch nicht ganz neu. Die hat man früher mehr oder weniger auch so gemacht, dass man einfach den Strom auf der elektrischen Eisenbahn abgeschaltet hat. Und dann ist die Geschichte hier einfach stromlos und dann fährt der Zug nicht weiter. Das gibt es aber auch noch weiter. Man kann sagen, ja, das soll ja auch noch realistisch abbremsen. Dann würde man zum Beispiel, habe ich sowas hier, ich glaube, ich hatte sowas mal hier irgendwo noch in der Werkstatt, ein Bremsmodul, habe ich noch irgendwo eins? Na, ne, jetzt hier nicht. Aber es gibt so kleine Module, so kleine Kästchen, die kann man sich auch dazwischen schrauben. Dann bremst der Zug langsam ab. Das heißt, er fängt hier vorne an, immer langsamer zu werden, bis dann die Lokomotive hier zum Stehen kommt. Dann hat man so 3 Gleise. Haben wir euch alles schon mal auf dem YouTube-Kanal von Märklin erklärt. Da seht ihr das, wie ihr so ein Gleis stromlos schaltet. Die Videos verlinke ich mal kurz in den Kommentaren. Da seht ihr es auch, wie ihr 3 Gleise dann zu so einer Bremsstrecke umbaut. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die fahren dann mit sowas hier in der Richtung, mit so einem großen Steuergerät. Da kann man dann sogar noch den Computer anschließen und dann kann auch so eine Software sagen, boah, hier bei der Schiene soll schon so und so losgehen und so und so. Also ihr merkt, man kann da super einfach einsteigen und kann dann wirklich ganz, ganz sophisticated bis ins Detail gehen, bis das dann eben wirklich so fast aussieht, wie man das in Hamburg aus dem Miniaturwunderland kennt. Wir machen es jetzt mal ganz simpel. Wir fahren selber. Dafür brauchen wir nämlich nur ein einziges Kabel und das ist das hier in meinen Händen. Das heißt, alles andere können wir erstmal zur Seite legen und das nehmen wir jetzt einfach mal in die Hand, zwirbeln den kleinen Kabelbinder erstmal auf und dann sehen wir, haben wir von diesem Kabel 2 schöne Enden, nämlich das eine Ende, das hier, das kommt jetzt in das Signal hinein. Das ist auch relativ selbsterklärend, weil hier hinten gibt es zwar 3 Buchsen, aber es gibt wie bei den Bauklötzchen nur eine, wo es reinpasst. Das Einzige, was ihr aufpassen müsst, ob dieser kleine Zapfen an der Seite, diese Einkerbung unten oder oben ist. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Und das machen wir jetzt da unten mal rein. Und dann ist unser Signal auch schon mehr, andersrum. Also ich habe es gezeigt, es geht nur auf einer Seite und habe es dann seitenverkehrt angeschlossen. Also hier kommt es rein an die Seite. Das ist für 2, das ist für 3 solche Pins und da kommt es rein. So, also wenn es nicht reingeht, ist falsch. Jetzt ist das mehr oder weniger schon richtig angeschlossen. Jetzt braucht das Signal nur noch Strom. Und den Strom machen wir ganz, ganz simpel. Den nehmen wir uns einfach vom Gleis. Hier seht ihr 2 so kleine Flachsteckhülsen, so heißen die Dinger. Und die können wir jetzt einfach unter eine Schiene schieben. Also sicher ist es völlig egal wo, könnt ihr an jeder Stelle machen und könnt euch einfach den Strom von der Schiene holen. Ich mache das mal ganz kurz, indem ich jetzt einfach mal so ein Gleis nehme und nehme das einfach mal hier zum Test ran und sage, das müsste jetzt einfach hier drunter. Das rote Kabel kommt bei Märklin immer unter das B und das braune Kabel, das kommt bei Märklin immer unter die 0. So, und jetzt müssen wir noch diese Schiene mit dem, oder dieses Gleis mit dem Oval verbinden. Dann hat das auch Strom. Das können wir jetzt einfach mal hier machen an der Seite. Da ist gerade schön frei. So, machen wir mal Stopp auf der Anlage. Und dann können wir das jetzt einfach hier drunter legen. Die Kabel können wir nachher ein bisschen aufwickeln, machen vielleicht ein Kreppband drunter für die Teppichbahn. Und jetzt ist mein Signal an den Strom bereits angeschlossen. Na, sieht man jetzt nicht, weil es momentan ausgeschaltet ist, aber es wäre jetzt bereits korrekt verbunden. Und jetzt nehmen wir dieses kleine Büchlein hier und schauen einfach nach, wie wir dieses Signal
mit dieser Mobile Station steuern können. Na, das ist jetzt sehr, sehr einfach. Da gibt es nämlich einfach eine kleine Tabelle hinten drin und da sind sogenannte Adressen drauf. Funktioniert eigentlich genauso, wie ihr das in unserem weichen Video schon gesehen habt. Hier sind nämlich die Adressen eingezeichnet und für jede Adresse 1, 2, 3, 4, 5 gibt es so eine andere DIP-Schalterposition hier unten auf diesem Mäuseklavier. Das habt ihr bei dem weichen Video schon gesehen. Unter der Weiche ist so ein Decoder und genau den gleichen Decoder gibt es auch hier unten im Signal. Da ist der ein bisschen versteckt hier in diesem kleinen Kasten und da müssen wir jetzt einfach nur schauen, welches Signal soll welche Adresse bekommen. Ganz wichtig bei so einem Signal, das hat gleich zwei Adressen. Denn wir können ja das eine Signal schalten für die eine Stellung und das andere Signal für die andere. Also müssen wir uns nur überlegen, was haben wir noch für Adressen frei. Ich habe jetzt hier auf der Adresse 1 meine Weiche, die ich hier schalten kann. Hoppala, nochmal an. So, das ist meine 1, die ist bereits belegt. Meine 2 ist mein Signal da hinten an der Seite, das da vor sich hin wippt. Also wäre meine Adresse 4 noch frei und meine Adresse 5 ist auch noch frei. Das heißt, auf dieser Seite hier auf der Mobile Station hätte ich jetzt zum Beispiel schön Adresse 4 und 5 hätte ich jetzt hier gerade noch frei an der hier. Ne? Und das könnten wir jetzt zum Beispiel machen, dass wir sagen, das ist die 4 und es ist die 5. Wir müssen aber auf dem DIP-Schalter nur eine der beiden einstellen, nämlich nur die 4, weil die nächst fortlaufende sucht er sich automatisch. So, also drehen wir es um. Signal, machen wir mal die Anlage aus. Und jetzt wird es ein bisschen detailliert. Jetzt müssen wir ein bisschen genauer hinschauen mit den Augen. Und passt mir da auf, dass ihr das Signal jetzt nicht auf den Boden verbiegt, wenn ihr das macht, dass man da hinschaut. Also lieber die Hände ein bisschen höher und es ist andersrum. So, und jetzt sind alle nach unten bis auf die 1 und die letzte oben. Und das wäre jetzt hier nach der Gebrauchsanweisung die Adresse 1. Wir wollen aber jetzt eine andere Adresse haben. Wir wollen die Adresse 1, 2, 3, 4 haben und 5. Also ist der erste und der vierte DIP-Schalter sind oben. Also machen wir den ersten nach oben. Jetzt ist er schon. 2, 3 und die 4. So, nochmal alle durchzählen. 1 oben, 2, 3 unten, 4 ist oben an der Seite. Vielleicht könnt ihr es hier einigermaßen erkennen an der Seite. Also hier stellt man das ein. Wenn ich es falsch gemacht habe, mache ich es einfach nochmal. Kann man nicht viel kaputt machen. So, jetzt probieren wir es aus. Und wenn ich jetzt den Strom wieder einschalte und meine Mobile Station in die Hand nehme, dann müsste man eigentlich gleich sehen, wie sich jetzt hier die Adresse 4 oder die Adresse 5 schaltet. Und ich habe es offenbar nicht richtig gemacht. Dann schauen wir nochmal nach, woran es lag. Wahrscheinlich habe ich mich einfach verklickt. So, also schauen wir nach, woran es lag. Und dann sehen wir hier nochmal ein ganz wichtiger Hinweis in der Gebrauchsanweisung. Schaut mal, hier unten steht nämlich On ist DCC und Off ist MM. Und der 10., der war auch nach oben, der war auf On. Das bedeutet, ich habe mein Signal in dem Decoder-Modus DCC geschaltet. Und der ist aber bei meiner Mobile Station jetzt gerade nicht eingeschaltet. Die ist nämlich auf Merkin-Motorola-Protokoll. Die Signale können beides, also stellen wir den wieder runter auf die Off-Stellung hier, wie in der Gebrauchsanweisung. Und ihr seht, ich mache es gerne erstmal falsch hier in den Videos, damit ihr seht, wieso funktioniert das bei Michael immer und bei mir nicht. Ja, bei mir funktioniert es auch nicht immer. Deswegen einfach nur nachschauen, woran hat es gelegen. So, jetzt gehen wir hier wieder drauf auf die 4 und die 5, machen die Stopptaste wieder an und schauen mal, ob ich diesmal schlau genug war. So, funktioniert immer noch nicht. Woran liegt's? Schaut mal, ich habe einfach in der falschen Tabelle nachgesehen. Auch das ist wichtig. Hier ist nämlich die 1 und die 4 zu sehen gewesen. Das ist aber die Tastatur für dieses ältere Merkin-Stellpult hier, dieses Keyboard. Hier wäre es aber richtig gewesen. Da seht ihr die Adresse 4. Schaut bitte in der richtigen Tabelle nach. Heißt, der dritte DIP-Schalter muss nach oben sein, nicht die 1 und die 4. Also passt mir da bitte auf, dass ihr nicht in der Zeile rutscht, weil sonst ist es falsch und es funktioniert genauso wenig bei euch, wie es gerade bei mir nicht funktioniert hat. So, also, dann machen wir die 1 runter und die 3 nach oben. 1, 2 und die 3 nach oben. So, jetzt sieht man es nochmal. Also hier
die DIP-Schalter hoffentlich jetzt richtig eingestellt. So, alle Wege führen nach Rom und manchmal führt dann der 5. Weg auch dazu, dass man das Signal richtig bedient. Jetzt probieren wir es aus. Stopptaste drücken und endlich. Jetzt funktioniert es. Also jetzt haben wir alles richtig eingestellt. Also passt mir auf, dass ihr darauf achtet, dass die DCC-Adresse oder die Märklin-Motorola-Adresse eingestellt ist. Das ist der 10. DIP-Schalter. Und passt mir auf, dass ihr nicht in der Zeile rutscht. Hier entweder nach links oder nach unten oben, damit ihr dann auch den DIP-Schalter richtig macht, weil das ist dann in der Regel auch die Lösung. So, und jetzt haben wir hier die Adresse 5, die wir hier schon schalten. Und wenn wir die nächste nehmen, dann können wir den zweiten Flügel hier schön bewegen. Ich zeige es nochmal in der näheren Aufnahme. So, also Flügel 1 oder dann eben nur den hier. Oh, das sieht schön aus, oder? Also, ihr habt euch gemerkt, was ist was. Schauen wir uns nochmal an. Das hier wäre, es darf gar nichts durchfahren. Und jetzt machen wir, jetzt darf die Lokomotive langsam nach links abbiegen. Also unser Gleisbild wäre jetzt quasi schon perfekt. Und jetzt können wir das hier mal kurz anheben und das Signal runterstellen. Und das können wir jetzt hier an die Seite anschließen. So, jetzt können wir das nächste Signal nehmen, das Vorsignal, und können das ganz genau so einstellen. Nachdem ich es jetzt gerade so schön in der Hand habe, gehe ich einfach unten in die Decoder rein, schaue mir das nochmal an. Also hier seht ihr nochmal am Mäuseklavier, die 10 wäre noch oben. Die können wir jetzt gleich wieder runter machen. Das wäre dann dieses Märklin-Motorola-Protokoll. Die 1 machen wir auch gleich runter. Und dann sagen wir, die 3 muss nach oben. So, ich habe das mal kurz so gemacht, dass ich sehen kann. Also alle runter bis auf die 3. Und das schließen wir jetzt genauso an wie die anderen. Jetzt brauchen wir wieder ein Kabel. Das hatte ich da hinten noch in der Originalverpackung. In der anderen. So. Schaut mal, da ist noch mehr drin. Das können wir uns auch noch mal anschauen. Weil vielleicht wollt ihr ja gar keine Teppichbahn bauen. Vielleicht wollt ihr ja richtig in die Höhe gehen. Und dann habt ihr nämlich auch sowas hier. Schaut mal, dann könnt ihr nämlich auch das Signal unter die Anlage schrauben. Dann macht man sich quasi ein Loch in sein Brett, lässt es oben schön rausschauen. Dann hat man auch nicht diesen großen Betonsockel sozusagen, sondern hat es dann schön an der Anlage verschraubt unter dem Brett. Und dann, ich zeige euch das mal hier in der Kamera, na, dann kann das hier so richtig schön rausschauen an der Seite. Na, kann man auch verbasteln. Vielleicht machen wir das dann noch die Tage. Mal gucken. So, jetzt nehmen wir das Kabel wieder hier raus. Das Papier tun wir kurz auf die Seite, dann seht ihr mehr. Und schließen das kurz an. So. Ui, da sind noch Schilder dabei und noch irgendwelche Platten, also richtig schöne Ausschmückung. Ganzen Zurüstteile für die vielen, vielen Details auf der Bahn mit Aufklebern noch. Also da könnt ihr euch dann maximal austoben. So, gleiches Prinzip auch bei diesem Kabel. Das eine kommt ans Gleis und das andere kommt auf die Bahn. Ich mache jetzt mal kurz den Strom wieder aus auf meiner Modelleisenbahn. Und diesmal erkläre ich es euch gleich richtig. Schaut her, hier sind wieder diese 3 Buchsen für 2 und für mehrere Pins. Das sind die mit den 2 Pins und die kommen jetzt einfach hier unten an die Seite rein. Es geht leicht und dementsprechend ist es dann auch richtig. Und jetzt können wir dieses Signal an einer anderen Stelle aufstellen. Ich schiebe jetzt mal meine Anlage ein bisschen weiter nach vorne, damit ihr das gleich sehen könnt, wo das Signal stehen wird. Das machen wir jetzt einfach, ich mache es jetzt einfach mal kurz davor, damit man es hier für das Beispiel gut sehen kann. Im richtigen Modell müsste das ein bisschen weiter weg sein dann. Und jetzt haben wir uns gemerkt, rot war wieder auf das B. Na, hier. Und braun kommt auf das 0. Wir müssen hier zeigen, dass ihr auch sehen könnt. Auf 0. So, schön festschieben, damit es nicht verloren geht. Ihr könnt es auch theoretisch festlöten mit dem Lötkolben, wenn ihr wollt. Also das geht genauso. Und dann kommt es hier einfach wieder an das andere Gleis dran. Um den Kabelsalat kümmern wir uns später. Und jetzt haben wir unser Vorsignal hier und unser Hauptsignal, unser Vorsignal hier und unser 2-Flügelsignal
dann gleich dahinter. Und eingestellt habe ich schon. Jetzt kann ich den Strom wieder einschalten. Und ihr habt wieder das Spielchen wie von vorne. Wenn es funktioniert, dann hat alles geklappt. Wenn es nicht funktioniert, habe ich wieder das falsch gemacht und muss es einfach gleich wieder korrigieren. So, also. Ja, und so würde das ungefähr dann aussehen auf eurer Modellbahnanlage, wenn ihr jetzt diese Signale verwendet. Und die können wir jetzt wunderschön eben auch gleich verräumen unter dem Gleis, indem wir das jetzt hier auf die Platte montieren. Und dann können wir dieses Signal zum Beispiel jetzt hier vorne anbringen. Vielleicht nicht unbedingt in der Kurve, aber hier wird es auch funktionieren. Können wir es ein bisschen hin und her schieben. Und das andere Signal würden wir auch unter die Platte klicken und könnten das zum Beispiel dann unter dieses Gleis hier legen. Und jetzt nehmen wir einfach ein bisschen Kreppband und kleben die etwas zu langen Kabel einfach unter die Gleise. Ja, und jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Signale hier übrig. Jetzt hätten wir hier zum Beispiel noch ein Lichthauptsignal mit Vorsignal. Das könnten wir jetzt zum Beispiel stattdessen auf der Anlage auch hier verbauen. Also je nachdem, ob ihr zum Beispiel eine Anlage bauen wollt mit einer etwas älteren Epoche, wie zum Beispiel dieser schönen Dampflokomotive hier, oder ob ihr eben sagt, ihr wollt eine moderne Packung bauen mit zum Beispiel, wo habe ich ihn? Oh, hier, unseren tollen ICE. Ja, also das wäre dann eine andere Epoche und dementsprechend würdet ihr zum Beispiel entweder die Lichtsignale verwenden oder die Formsignale, je nachdem, was euch besser gefällt auf eurer Anlage. So, ich würde sagen, in der nächsten Episode wird es mal langsam Zeit, dass wir hier ein bisschen in die Modellwelt kommen und mal langsam anfangen, ein bisschen den Gleisplan zu entwickeln. Was wollen wir eigentlich erreichen? Bauen wir Richtung Betriebswerk oder eine Baustelle oder wird es eine schöne Berganlage? Da müssen wir mal ein bisschen planen. Und ist eher Sommer, ist eher Herbst oder ist eher Winter? Also bleibt dran bei den nächsten Videos.